Wir sind live. Herzlich willkommen an die 2-3 Leute, die im Moment hier auf diesem Kanal schauen. Es gibt im Moment irgendwie so gefühlte 20.000 Kanäle alleine in deutscher Sprache, die das hier begleiten. Das hier wird aber nicht nur die Direct Mini von Nintendo, sondern wir werden dann weitergehen zum Summer Game Fest. Was mir noch unklar ist, weder auf dem deutschen noch auf dem normalen Nintendo-Kanal ist im Moment irgendwas von der Direct zu sehen. Also ein Livestream ist noch nicht geplant und eine Premiere irgendwie auch nicht. Mal gucken, wann das losgeht. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet, habe alles auf und bei der Gelegenheit können wir gleich mal auf meinen anderen Desktop schalten. Und ja, das hier wird das Summer Game Fest. Da läuft noch der Countdown, 32 Minuten. Das wird sich direkt an die Nintendo Direct anschließen. Jetzt ist die Frage, wo erscheint die Nintendo Direct? Das ist mir noch ein bisschen unklar. Ich habe hier mal den deutschen Nintendo-Kanal offen und ich habe mal den originalen Nintendo-Kanal offen und auf keinem dieser Kanäle erscheint gerade etwas. Müssen wir mal schauen, wie sich das ausgeht. Theoretisch müsste es ja in 2 Minuten losgehen. Ich werde mir mal eben auf die Schnelle noch einen Kapu nachschenken. So. Ja. Ich hoffe mal, dass hier bald was passiert auf einem dieser Kanäle, damit wir das entsprechend verfolgen können. Ich frage mich, warum das nicht vorher angekündigt wird, beziehungsweise nur über die Presse kam und über die Webseite vom Summer Game Fest selber. Es wird wohl in dieser Nintendo Direct hauptsächlich um Third-Party-Entwickler gehen. Und nichts direkt von Nintendo selbst, also keine der großen IPs. Aber ich denke auch die Third-Party-Entwickler haben sicherlich einiges noch in petto für die Nintendo Switch. Oder allgemein unter dem Nintendo-Label. Sollte sich nur langsam mal irgendwie was tun. Bisher tut es das aber noch nicht. Ist blöd, wir können ja mal direkt über YouTube suchen, da kommen aber 20.000 Kanäle. Ja, genau so ist das. Tja, und Nintendo selbst taucht gar nicht so wirklich auf. Und da kam eine Meldung hier. Es soll aber jetzt 16 Uhr losgehen, eigentlich. Da ist er. Mini-Partner Showcase. 8 Minuten, ein Video wurde veröffentlicht. Gut, ich habe mir da jetzt was anderes drunter vorgestellt, um ehrlich zu sein. Auf dem deutschen Kanal ist es noch gar nicht da. Doch, da ist sie. Oh, das ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Peggy 16. Das ist das, was Nintendo jetzt als Video veröffentlicht hat. Es kommt nicht live und nicht als Premiere. Es sei denn... Nein, hier tut sich auch gerade nicht. Also das Summer Game Fest ist jetzt noch nicht online. Dann schauen wir uns eben die Nintendo Direct Mini an. Ist halt leider nicht live. Mal gucken, was sie zu bieten haben. Hello everyone, welcome to our first Nintendo Direct Mini Partner Showcase. We'll be delivering the latest information about upcoming Nintendo Switch games from our development and publishing partners. More videos in this series will be released this year, so please stay tuned. Okay, let's get into the headlines.
Keep stepping to the beat with new content. Use your rhythm skills to overcome the threats terrorizing the land in Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda, now with 3 additional DLC packs. Pack 1, Character Pack. Okay, an der Stelle für mich schon mal uninteressant, um ehrlich zu sein. Take one hit or miss. Ja, trotzdem seltsam, Nintendo macht das doch mindestens als Premiere normalerweise oder eben Livestream und nicht einfach nur zack, Video veröffentlicht und fertig. Wundert mich ein bisschen. 39 songs will be added, including remixed versions of the game's background music. You can change the background music at any time so you can listen to your favorite songs while journeying through Hyrule. Tja. Additional story content, Symphony of the Mask. Play as the mysterious Skull Kid and venture through a brand new map, complete with new songs and a new story. Plus, he has the power to change abilities based on the masks he dons. What awaits Skull Kid in these strange lands? DLC Pack 1 Character Pack will be available for purchase later today, with the second and third DLC packs to be released before the end of October. A season pass containing all 3 paid DLC packs will also launch later today and will include bonus costumes for Link and Zelda. And for those who've never stepped to Hyrule's beat before, you can get the rhythm going when a version of the game containing all the DLC launches October 23rd. Ja gut, nicht meins an der Stelle. Mal schauen, was noch kommt. Save the day and look stylish while you're at it in Rogue Company. Ist das Switch-Grafik, ja? Sieht ja ziemlich gut aus. Licht aus. A new rogue is infiltrating the battlefield. Lay waste to your opponents with an arsenal of Okay, da haben wir Ingame-Grafiken. third-person shooter. Clash with other players in competitive and casual game modes, or rise to the challenge against AI opponents that surely Naja gut, Online-Multiplayer muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber schön, dass die Switch auch mehr davon bekommt. jump back into the fray. Cross-platform play and cross-progression are also supported from day one, along with support for motion-controlled aiming. Be on the lookout for lots of content, including maps, skins, rogues, and more. Stay tuned for more information later today about Rogue Company. Naja, dann wahrscheinlich über Summer Game Fest. Brawl without limits in WWE 2K Battlegrounds. Here we go, here we go. Auch nicht für mich. Aber Nintendo hat auch noch ein anderes Video veröffentlicht, was definitiv für mich ist. Das schauen wir uns hier direkt danach dann noch an. Gar keine Frage. That's what I'm talking about. Oh, come on, seriously? Motorcycle, motorcycle. Awesome! Ja. Da ist aber jemand ins Schwitzen geraten, oder? Just spun that boy around like pizza dough. Oh, backbreaker. I want a rematch. Dann hau mal rein. Brawl without limits. Get it today. How is everything? This next one will be Hallöchen! Na, den Namen kenne ich doch. Holst du dir, um die Wut rauszulassen? Ja, sehr gut. Kann man machen, ja, na klar. Jetzt was? Ja, genau jetzt. Und dazu wurde nämlich auch noch ein zusätzliches Video auf dem Nintendo-Kanal veröffentlicht. Ja, endlich! Die letzten paar Streams haben wir drüber gesprochen. Oder? Bin ich, warte mal, habe ich mich jetzt verhauen? loses its power, Nee, passt schon. fade into nothing. Instead, I can invite you to the world that is to come. It's been a while since we last met, young. Or should I say, Timmy?
demons. This place is crawling with them. Okay. Have done very well in keeping yourself alive. The world will fall for its sins, and everyone living will vanish. Will you tell me who you are? Tokyo died, and I was given life. Okay, HD Remaster von Shin Megami Tensei 3. Ab Frühjahr 21. Aber genau, das ist nicht das einzige Abenteuer, was sich im Horizont abzeichnet. Das hat Nintendo separat veröffentlicht. Und jetzt, oder auch nicht. Ja, endlich mal was Neues zur SMT 5. Endlich! Weltweit zeitgleicher Release. Ich frage mich, ob es eine Lokalisierung in Deutsch geben wird, zumindest für die Texte. Persona 5 Royal hat es ja bekommen. Ich bin gespannt, ob es diesmal auch kommt. Und gut, das war's jetzt an der Stelle. Endlich gab es was zu SMT 5. Ab 21, naja, ein genaueres Datum wäre mir lieber gewesen. Wir kennen das ja von Persona, ja, da hieß es auch erst was ursprünglich 2013 und gekommen ist es dann 15, irgendwie sowas war doch da. Vorsichtig sein, aber wir können langsam ein bisschen Hoffnung haben. Ja, Shin Megami Tensei 5, endlich. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe ja auf eine zumindest deutsche Untertitel, beziehungsweise deutsche Texte, dann wäre es auch was für einen Kanal. Ja, so wie ich es mit Persona 5 Royal jetzt so mache. Weil komplett Englisch auf einem deutschen Kanal weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Ich meine, ich könnte on the fly so grob übersetzen. Die Übersetzung wird aber niemals so gut wie eine richtige. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit so einem Projekt. Ich hätte schon Bock auf das ein oder andere JRPG noch, wo es aber nur englische Lokalisierungen gibt. Für mich jetzt kein Problem, aber eben als ganz kleiner deutscher Kanal weiß ich nicht, ob das überhaupt funktionieren würde an der Stelle. Und ja, ich würde auch gerne ein paar Visual Novels machen, aber die kriegst du ja auch immer nur auf Englisch, ohne Lokalisierung in Deutsch. Ist halt, das sind so die Sachen, wo ich richtig Bock drauf hätte, was es mir aber schwierig macht durch die ausschließlich englischen Sachen, ja. Gut, dann sind wir bei Nintendo jetzt schon durch, das ging sehr, sehr schnell. Jetzt haben wir irgendwie noch einen Haufen Zeit zu überbrücken, weil das Summer Game Fest beginnt in frühestens 19 Minuten. Tja. Und ich habe 2 Zuschauer, einer davon hat sich schon im Chat gemeldet. Ansonsten wird es jetzt relativ ruhig, ne? Mal gucken, was die uns alles bieten. Es sind ja mehrere Publisher jetzt wieder involviert in die ganze Geschichte. Also was ja schon im Titel zu sehen ist, Bugsnax wird gezeigt. Miss Piggy sagt mir gar nichts. Und dann kommt noch der Day of the Devs und so weiter. Also mal gucken, was uns da alles präsentiert wird. Ist vielleicht auch für diese Woche ein schönes kleines Warm-up für die Xbox-Präsentation.
Da fällt mir ein, ach du Scheiße, warte mal, apropos Xbox-Präsentation, die ist doch Donnerstag. Ich habe Spätschicht die Woche, das ist ganz schlecht. Da muss ich mir was einfallen lassen, da muss ich mir einen halben Tag frei nehmen oder so. Das nützt nix. Da finde ich eine Möglichkeit. Das geht. Das kriege ich irgendwie hin. Ja. Tja, 17,5 Minuten. Was macht man jetzt so lange? Habt ihr eine Idee? Ich habe von Nintendo jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber wir können uns ja zwischenzeitlich Nintendo. Wir können uns ja direkt nochmal Nintendo.de bitte nochmal die beiden Trailer anschauen. Warum eigentlich nicht? Ja, für Shin Megami Tensei. Vielleicht haben wir das ja auch nochmal in einer fetten Qualität. Macht doch sowas nicht. Ne, 1080p. Gut, 4K wäre für eine Switch-Version auch ein bisschen heftig. Hätte ich jetzt eh nicht geglaubt. Aber endlich haben wir mal was Definitives und mal eine Aussage. Also ich finde das sehr gut, dass das... Ich finde es nur seltsam, dass das jetzt so einfach casual gedroppt wurde. Ist ein bisschen komisch. Aber wird das ein reiner Switch-Titel? Ich hätte eigentlich gedacht, das kommt primär erstmal auf PS4 oder 5 gar. Wundert mich jetzt auch ein bisschen. Weiß das jemand? Wissen wir das? Wartet mal, lass mich mal eben hier nebenbei mal kurz recherchieren. Ich gucke mal eben nach. So, was haben wir denn hier? Neuigkeiten, bla. Ja. Wo haben wir es? Es gibt mir das wieder keine ordentlichen Ergebnisse. Computerrollenspiel, Plattform Nintendo Switch. Kommt SMT 5 nicht für PlayStation? Ich hätte gedacht, es kommt auch auf die PlayStation. Aber irgendwie nicht. Wie es aussieht, das ist seltsam. Wundert mich jetzt schon ein bisschen. Bei dem HD Remaster von SMT 3 kann ich es ja verstehen irgendwie, dass man sagt, okay, man bringt das jetzt auf eine Nintendo-Plattform, aber SMT 5 hätte ich schon gedacht, dass er jetzt wirklich plattformübergreifend das Ganze veranstalten, aber gut, dann ist dem offenbar nicht so. Tja. Gut, der nächste Programmpunkt ist dann definitiv das Dev Showcase vom Summer Game Fest. Und ich gehe mal nochmal in eine kurze Pause und bin dann gleich wieder zurück, so ein paar Minuten bevor es losgeht. Ja? Bis gleich.
damit haben wir die Pause beendet. Es sind jetzt noch so circa 7 Minuten, bis das Dev Showcase losgeht. Vor der Pause hatten wir ja mal ganz kurz Nintendo besucht. Und die haben ja die Trailer für Shin Megami Tensei 5 und für den SMT3 HD Remaster rausgehauen. Und eine Direct Mini, einfach nur so als Videos. Nix live, nix gar nichts, ist einfach aufgetaucht. Haben wir uns angeschaut. SMT 5 für gut befunden, dass es da mal endlich Nachrichten gab. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Dev Showcase, unter anderem zu Bugsnacks. Da war ich ja bei der PlayStation-Konferenz interessiert über mehr Infos. Also da wollte ich noch mehr Infos haben, weil an sich sah es ganz niedlich aus. Es hatte nur wenig ausgesagt irgendwie, was da gezeigt wurde, was das Game selber angeht, das Gameplay, wie läuft das ab, was sind deine Missionen, was ist dein Ziel, wie ist der Weg dahin. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, mehr darüber zu erfahren. Miss Piggy sagt mir jetzt gar nichts und bei Day of the Devs, denke ich mal, werden wir auch einiges präsentiert bekommen. Das dürften ja dann einige sein, die da mitmischen. Deswegen, ich bin schon relativ gespannt, was kommt. Und das große Highlight diese Woche wird dann natürlich ohne Frage die Xbox-Präsentation am 23. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist so. Schauen wir mal, was da kommt und ob sie irgendwie ein paar Kanonen gegen Sony auspacken können, weil Sony hat ganz schön vorgelegt mit der Präsentation, was Games angeht und so. Also da muss ich sagen, muss Microsoft jetzt langsam mal um die Ecke kommen. Weil Plattform ist mir egal, ob das jetzt Sony, PlayStation ist oder Xbox bzw. Microsoft in ihrem Universum auf PC und Xbox, ist mir völlig egal. Ich will Games sehen. Ja, ich will gute Games sehen, ich will Games sehen, auf die ich Bock habe und ich will ein Qualitätslevel sehen, wo ich sage, ja, nehme ich, da habe ich Bock drauf, mache ich, gucke ich mir an, will ich. Das ist für mich wichtig. Scheißegal, was da für ein Name drauf steht. Nur nochmal dazu. Deswegen cover ich auch hier die ganzen anderen Streams von Nintendo über Sony, Xbox, klar, PC-Zeugs. Alles mit drin. Alles für mich das Gleiche. Hauptsache, ich krieg gute Games. 4 Minuten. Langsam könnten sie mal online kommen. Sagt eigentlich der Chat so Schönes. Hope it will be fire. Also mir ist schon warm genug hier, deswegen habe ich auch in der Pause, in der Zwischenzeit mal die Mütze abgesetzt. Marvel's Avengers wird ja angesprochen. Ich glaube nicht, dass das kommt. Wobei, jetzt quatschen sie über Eminem-Single. Gut, okay. Da bin ich raus. Aber jeden Moment geht's los. Double Fine and I am 8-Bit Presents. Na da. Hoffentlich kriegen wir das in ein bisschen mehr als 8-Bit. Day of the Devs. Na, mal schauen, was man sich darunter vorstellen kann. Ist ja allgemein ein bisschen schwierig dieses Jahr, ne, durch dass die ganzen Messen ausfallen. Aber schön, dass wir da ein schönes Live-Programm online geboten bekommen. Ist mir auch ganz recht so kann man das alles schön begleiten und kann sich ein bisschen die Zeit vertreiben. Auch nicht schlecht. Da ich ja auch in Kurzarbeit bin, heute war mein freier Kurzarbeitstag.
Da ist das nicht schlecht. Gut, 2 Minuten und ich habe immer noch eine Eintagsfliege hier im Raum und ich kriege die seit 3 Tagen nicht raus. Versteht ihr den Widerspruch? Katastrophe, sage ich euch. Tja. 1,5 Minuten. Jetzt könnte man so langsam was. Nope, nix. Na, schauen wir mal. Also bei dem, was ich jetzt bisher weiß, interessiert mich erstmal nur Bugsnacks so ein bisschen. Aber ich denke, wir werden noch viele Überraschungen wieder kriegen. Hoffe ich zumindest, dass das nicht alles ist. Dass wir noch so ein paar interessante Sachen einfach nicht nennen und dann einfach droppen. Das wäre schon nicht schlecht. So, warten auf die Game Awards. Countdown ist abgelaufen, Leute. Dann kommt mal online. Was sagt's denn hier? Oh, hier sagt Steph Showcase 8 AM. Das wäre erst in einer halben Stunde. Und wieso haben sie den dann jetzt? Ja, wir haben da eine Stunde dazwischen. Ist aber Käse, weil die Nintendo Direct, die war ja jetzt wirklich nur ein 8 Minuten Mini-Direct mit so ein bisschen Blabla und halt den 2 Trailern für SMT, für das SMT 3 HD Remaster und für SMT 5. Dann war's das. Haben wir jetzt nochmal eine halbe Stunde zu überbrücken, dann weiß ich aber wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Da kommt noch nichts. Doch, da kommt was. 20 Minuten. Ja, klar doch. Was auch sonst. Oh, was machen wir denn? Songwriter Jonathan Eng performs as exclusive Sayonara Wild Hearts Acoustic Set. In 20 Minuten. Okay. Dann World Premieres hosted by Geoff Keighley featuring Miss Piggy and Kero Kero Bonito. Danach Day of the Death's July Showcase und dann Bayern Performs Live featuring Pixel Junk Eden 2. Gut, die Live-Performances interessieren mich jetzt nicht so, aber die World Premieres und Day of the Deaths auf jeden Fall. Das dauert aber jetzt noch ein bisschen. Ja, dann läuft jetzt halt ein Countdown, ne? Ich würde sagen, so frech wie das von mir ist, ich melde mich da einfach nochmal für einen Moment ab. Und wir sehen uns, wenn der Countdown weiter abgelaufen ist. Ich lasse euch laufen.
So, noch wenige Minuten, dann geht's endlich los. Das ist ja eine Qual heute irgendwie. Also das mit dem Timing haben sie irgendwie durch das sie die Nintendo Direct so mitbeworben haben und ja, dann letztendlich das ein 8-Minuten-Clip war, ein relativ uninteressanter sogar. Muss ich sagen, irgendwie, naja, war jetzt nicht so gut fürs Timing. Aber ich habe den Livestream halt einfach durchlaufen lassen jetzt an der Stelle und was soll's. Jedenfalls geht's jetzt endlich gleich los. Dann steigt hoffentlich auch die Stimmung wieder ein bisschen. Was habe ich denn hier eigentlich noch für einen Quatsch? Achso, blödes Infocenter. Naja, gut. Die Mucke hält aber auch keiner aus, ey. Irgendwie, also Respekt an die eine Person, die die ganze Zeit hier noch mit drin ist. Ich hoffe, du hast den Countdown gemutet. Tja, dann dürfen wir uns erstmal 10 Minuten die Mucke von Jonathan Eng anhören. Kenne ich nicht, wer ist denn das? Weiß jemand, wer Jonathan Eng ist? Sagt mir persönlich ehrlich gesagt gar nichts. Ist aber wahrscheinlich nicht mein Genre. Aber naja, gut, gleich ist es soweit. Dann sind die großen Pausen vorbei. Nintendo hätte ruhig ein bisschen mehr raushauen können. Die letzte Direct Mini für Third-Party-Developer war auch eine halbe Stunde. Diesmal ein 8-Minuten-Clip mit 2-3 Trailern, SMT5-Ankündigung. Ja, ey, da hätten sie alleine dafür jetzt eine halbe Stunde machen können von mir aus. Alleine für SMT5 richtig fett, alles was sie wissen, alles was sie zeigen können, rausballern. Das wäre geil gewesen. Das wäre richtig fett gewesen jetzt als Vorprogramm. Aber gut, dem war nicht so. Es stand aber da, wir können heute noch irgendwie später am Abend da was erwarten, was SMT angeht. Und ich vermute mal, das wird dann hier innerhalb des Day of the Devs ein Thema werden, Shin Megami Tensei. Wäre auf jeden Fall cool, wenn das nochmal Erwähnung findet heute. Nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter. Würde ich mich drauf freuen. Aber gut, in wenigen Sekunden wissen wir mehr. Na gut, in wenigen Sekunden nicht. In wenigen Sekunden kriegen wir erstmal Musik um die Ohren geballert, wo ich noch nicht weiß, was es für Musik sein wird. Mal gucken, vielleicht muss ich ganz schnell auf Mute drücken, zumindest was meine Kopfhörer angeht. Schauen wir mal. Gut, dann kommt erstmal Werbung. All right, everybody, the doors are open, but nobody panic. No panicking, because,
Oh no. Okay, it's time for opening act. Where is our opening act? Anybody? Sayonara, Wild Hearts, you're up. Let's get this show started. Ja, dann hau mal rein. A live musical performance. My name is Jonathan. I'm going to play a few songs that I wrote together with Daniel Otsigan for the video game Sayonara Wild Hearts, developed by Simogo. Enjoy! Ja, dann mach mal. Ja. Lagerfeuermucke halt, ne? Passiert bei uns auf dem Festival im Camp auch regelmäßig, also passt schon. Kann ich mit leben. Ein paar Cover von bekannten Gamescores wären cool gewesen, finde ich. Goodbye, so long, sayonara, already worlds apart, goodbye, so. Da muss ich mich als Musiker aber fragen, warum spielt ihr einen Abschiedssong als Opener für diese Präsentation? Soll uns das irgendwas sagen? Bin mir nicht ganz sicher, was er mir damit jetzt mitteilen wollte. Begin again, begin again, begin again, begin again. I can still recall trudging through the cold December snow. Ich habe immer noch seit 4 Tagen eine Eintagsfliege hier. Ich habe nochmal nachgezählt, es sind 4, nicht 3. Sorry. Ich wurde gerade abgelenkt. Ja. Tja, was soll ich sagen? Lagerfeuermucke. Hat jemand ein Würstchen, ja, und einen Spieß? Na, ein Tag mehr Fliege. Das könnte sein. Ja. Die hat auf jeden Fall Spaß. Die sitzt da gerade am Rand meines Tisches. Aber gut, dann lassen wir sie mal da sitzen, ne? Ich meine, was soll's.
what we are. I have tried to forget all the pain and regrets. It's the last time. It's the last time tonight. As you hold me so close in your arms, I just know. Ach ja, naja, 3 Minuten werden wir uns das jetzt noch geben müssen. Und da gibt's endlich Games. It's not that I don't care, but I just cannot bear one more of those calls where I talk and you say nothing at all. 'Cause it's time to forget all the pain and regrets. It's the last time. It's the last time tonight. As you hold me so close in your arms, I just know it's the last time. And I'm strangely alright, 'cause it's time to forget all the pain and regrets. It's the last time. It's the last time tonight. As you hold me so close in your arms, I just know it's the last time. And I'm strangely alright. No need to understand, 'cause I'm just happy to begin again. Begin again. Begin again. Begin again. Begin again. Noch eins. So viel Zeit hat er doch gar nicht mehr. What's the word? Does that thing have a name? When familiar surroundings just don't look the same, do you think that it's strange? It's my way, I suppose. I'm just longing for a place I don't know. I was used to my safety and peace. I mistook all this teaching and being at ease. Ich weiß nicht, die Songs, die er spielt, die haben so einen melancholischen, traurigen Vibe. Auch vom Text her. Ich weiß nicht, inwiefern das geeignet ist, um einen Gaming-Showcase zu eröffnen. Das wäre als Abschied jetzt vielleicht gut gekommen, aber ich weiß nicht. So als Opener hätte ich mir was Hippes, was Schnelles, was Spaßiges, so mit Partystimmung gewünscht. Nicht so traurige Lagerfeuermusik für einen Abschied, kurz vorm ins Zelt gehen. Come on, take me to a place I don't Naja. Hey, deine Zeit ist um. Tja. Sind wir jetzt soweit? Können wir dann jetzt? Thank you so much. Bitte. Okay, that was great, but let's just keep this moving along here. Where is Jeff? Jeff Keeley? Anybody? I think it's pronounced Jeff. Keeley. Mein Name ist Jeff. Strangely, but I think that's right. Can someone please? Okay, well, cue the graphics. Okay, auf geht's. Play the future. Summer Game Fest, das wissen wir. Bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was alles kommt. Jeff Keeley and welcome to the Summer Game Fest July Developer Showcase. This is a great event because we get to show a ton of games to you across the entire industry, from small and bigger studios. We've got Miss Piggy coming up as a special guest. You already saw Scooter from the Muppets. Thanks for stage managing, Scooter. Meine die wirklich die Miss Piggy? The world premiere performance of It's Das habe ich gar nicht gepeilt, den Gag. game coming up soon. So, Jetzt wird mir das mit der Miss Piggy klar. Das ist nicht mein PC.
Hi. Yeah, Glitch from Rogue Company, right? I think we just saw you in the Nintendo Direct. That's right, Mr. Keeley. And now I'm coming directly to you. Naja, die Nintendo Direct war jetzt nicht so. I've got even more Rogue Company info to show off today. Today, why not? Abgesehen von SMT5. Developer Showcase. We're ready. Natürlich. Of course. We've kept this recruit on lockdown. What better way to unlock her than with a key? Introducing Ronan. Sounds good. Okay, Glitch, let's take a look. Sorry, Jeff. I hacked your PC. Read today's script. Man, I can't wait for those announcements. No. We're not getting into that right now. Let's focus on this new rogue, please. Can we do that? Live feed beginning now. Okay. No, you can't use the bathroom, and no, we don't have Wi-Fi. We hear you carry only finest merchandise. Welcome to ESA, home to the world's most exclusive collection of top-tiered munitions. So, how can I help you? Schicke Auswahl. Mission accomplished. Oh, but you're here to accessorize. The P12K works with any ensemble. Na, funktioniert eher schlechter. Statement, remember? Right. Something more street style then. The Arbiter is in season. Komm, du hast da hinten so fette Gewehre rumhängen. Perhaps something from our high volume line. Ist doch nicht Lara Croft. Pack mal was Fettes aus hier. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Side-folding polymer stock. Pre-floated mil-spec barrel. Advanced. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es geht, aber das. Many plastic parts. Classes would check it. Ronin, it's time to go. Shall I wrap that up for you? Okay. Excuse me, ma'am, you overpaid. The extra's for the door. What? You should duck. Whoa. Okay. Sieht ja schon nach Spaß aus, ne? Sword was good buy. Think of money we'll save on ammo. Okay, we did your store. Now we do mine. All right. Samiko sushi, here we go. Okay, auf Switch, PS4 und Xbox. Rogue Company is available today in early access across platforms, and joining us right now on its big launch day is First Watch Games and Scott from the team. Scott, I know you're a new studio, sister studio to the Smite team. This is exciting. Tell us a bit about your vision for Rogue Company. What kind of game is it? So yeah, first and foremost, we are a third-person round-based shooter. But what we're bringing to the table here is that we have a unique blend between action gameplay and tactical shooting. And you're also bringing that action gameplay, tactical shooting to 4 platforms right here at the beginning. Tell us a bit about that. Ist halt schade, dass es wieder reines Online-Multiplayer zu sein scheint, weil an sich sah das schon spaßig aus, ne? Aber irgendwie halt dann leider wieder nicht für mich. First Watch Games, we want people to be able to play the game they want with their friends, regardless of the platform. It's one of the worst experiences of all time, is trying to figure out like what platform your friend's playing on, and if you can play with them. We just want you to be able to play the game you want. And we saw you on the Nintendo Direct. I know you're doing. Ich glaube, ich muss mal eben nachfüllen.
Switch and all other platforms too? That is correct. So one of the goals we had, and so a big pillar has always been cross-play, cross-progression. And so in order to make that, fair across the board, is we need the same experience for everybody. And we wanted to bring 60 FPS, including to the Switch, on both handheld and docked. And I'm happy to say that we actually were able to achieve that goal. Let's talk about some of the characters. We just saw that great CG piece from So, bin wieder versorgt. Dima. Who are those characters? So yeah, a little bit about them. So Ronan is the newest recruit to Rogue Company. And so her and Dima are kind of showing off a Hier sind ein paar Leute da, ihr dürft euch ruhig gerne im Chat melden. 12 rogues that Rogue Company will have at launch. And just a little bit about a lore here, the rogues go where the governments can't. And what that ultimately means is, the rogues look good, they save the day, and they get paid. Rogue Company early access today. Servers are online. That is correct. I can't believe those words came out of my mouth. But yes, you can become a founder today by getting the game on either the Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, or PC via Epic Game Store. Awesome. All right, Scott, first one. Na dann, also wer Bock auf Third-Person-Multiplayer hat, dann mal los, würde ich sagen. Aber für mich halt leider nicht. Was haben wir denn jetzt? Okay. Return to the kitchen. Ach, ja, alles klar. Okay. Fully remastered in 4K. Aha. Naja. Warum nicht? Kann man schon machen. Okay, also Overcooked bekommt einen Online-Modus. Ja, ich habe viel davon gehört, aber selber noch nicht reingeguckt. Overcooked all you can eat, also das Buffet dann quasi. Und es wird auf Xbox Series X kommen. All you can eat, it is coming to Xbox Series X and PlayStation 5 later this year. And okay. To tell us a bit more about it, we've got Ollie and Phil from Ghost Town Games and Rusty from Team 17 to talk about this. Hey guys, how you doing? I like you got the Phil. You got your game award there. We match. Oh wow! Yeah, who put that there? Hey, game award winning title, Overcooked, and well deserved. This game is so much fun. You guys have done such a great job over the years with it, and we're excited about this new version. So let's get into it. A next gen version of Overcooked, but it looks like you've taken all the Overcooked 1 content and moved it to the Overcooked 2 engine. And from what I understand, this is like a complete remaster, like all the art's been redone and everything. Yeah, that's right. We basically had this this plan that we were going to take Overcooked 2 and bring it out on the new consoles, on Series X and on PS5. And we really sort of took a look at what we'd created up to now since the release of the first game in 2016. When me and Ollie made that first game ourselves, there was a lot of sort of rough edges. It was very much a shoestring budget kind of game. So that when we had this opportunity to remaster Overcooked 2, we were like, well, you know what, we'd really like to go back in and just revisit a lot of that content from the first game. Finde ich gut, dass sie gesagt haben, wenn wir das machen, dann auf jeden Fall gehen wir zurück, gucken, dass wir so viel wie möglich reinkriegen in den Neu-Release. Yeah, so finde ich in Ordnung, finde ich schwer in Ordnung, auf jeden Fall. We can expect in this. Obviously, it's got basically everything you've released from Overcooked is in this package, right?
That's right, yeah. So it includes all of Overcooked, and it includes all of the DLCs for Overcooked, as well as all of Overcooked 2. One of the big things that we could do with remaking the game in sort of Overcooked 2's engine and then sort of bringing that up is that we could add online multiplayer, which obviously we had to do from like reconstructing the game from scratch because the original game didn't support online multiplayer. So that was one of the big things we wanted to bring in this, as well as the cross-platform stuff. Rusty, one thing I read about that Okay, dann ging schon einiges an Arbeit noch rein, den ganzen Netcode zu schreiben und so weiter, das ist schon aufwendig. Industry of how to make games more accessible, and you guys have put some effort into the accessibility of the game. Can you maybe tell us a bit about that? Yeah, 100%. It's really important for us to have the game be accessible to every single person that plays it. So not only have we added an assist mode, which is obviously great for families, people with disabilities to play, which is fantastic. But we've also looked at adding colour blindness options, dyslexia font, things like this. I think it's massively important for us to support these features going forward. All right, well, this is exciting. We love to see Overcooked continue. Thanks for coming on. Sieht auf jeden Fall nach einem spaßigen Party-Game aus irgendwie. Ich habe es ja selber noch nicht ausprobiert, aber wie gesagt, viel davon gehört. This is probably not the last we've seen of Overcooked, but we'll take this year's menu and see what's in store for the future. Thanks, guys. Thank you very much. Joining us now is someone you probably won't ever find in the kitchen, although she did have a cookbook once. Die meinten wirklich wortwörtlich Miss Piggy. Please welcome to Summer Game Fest, Miss Piggy. Bonjour, Jeff. Hello, my fellow gamers. Fellow gamers, Miss Piggy, I had no idea. I never pegged you as a video game player. I thought you'd be far too busy filming Muppets Now. Streaming July 31st on Disney Plus. It's fabulous. Yes, of course it is. We're excited about that. But Piggy, I must say... Schleichwerbung für Disney Plus. Gaming type. Oh, really? Oh, really, Jeffrey? I don't? And I suppose you don't think I'm a game player just because I'm a woman? Ach, jetzt geht die Scheiße wieder los. I just think... I've never heard you talk about games before, I guess. Is this a new thing for you, or it's always been a secret hobby? Jeff, I will have you know that I have over 100 platinum trophies on my PS4. I adore platinum. I know that, but I didn't know about the trophies. That's fascinating. Yeah, I've met all the greats. Hideo Kojima and I had sushi in Tokyo. Miyamoto-san and I are besties. And strictly between us, my series Pigs in Space was the inspiration for Todd Howard's upcoming Starfield. Yeah. I'm a little shocked by that, I have to say. Was wird das? Well, listen, Miss Piggy, today we're here to celebrate lots of great independent game developers with the Day of the Devs. And Girls Make Games, an organization that inspires young girls to pursue careers in the video game industry, just like moi. Well, it is a great organization. We're so proud to support that. Piggy, have you ever thought about developing your own game to inspire young women yourself? Oh, you know what I... Ach, bei mir poltert es schon wieder oben drüber hier. Also, sorry, ich mute mal mein Mikro, wenn ich nicht rede. That certainly does sound like you. But I do perform in video games. Yeah. Let me give you a line reading and, yeah. Hear this. The cake is a lie. The cake is a lie. Brilliant. Oh, okay, der Kuchen ist eine Lüge. Gentlemen, thanks again to the star of Muppets Now, coming to Disney Plus on July 31st, Miss Piggy. I wonder if that cake has buttercream frosting. Okay, also das war jetzt im Prinzip trotzdem nur eine üble Schleichwerbung für Disney Plus. Und die war nicht mal allzu sehr geschlichen. Last month we announced that Avatar: The Last Airbender was teaming up with Smite, and that Battle Pass is now available. But if you're wondering what's next for Smite, check out this announcement. Okay. Wer bist denn du? Nix für ungut.
Nein, ich habe die Fliege nicht erwischt. So, Tsukuyomi arrives, okay. Okay, let's see who's up next here. Look on my screen. Oh, Bug Snacks. Bug Snacks. Da habe ich ja auf mehr Informationen gewartet zu Bugsnacks, weil das war ja beim PlayStation-Event, war ich leicht interessiert, aber habe noch auf mehr Informationen gewartet. Mal gucken, was sie uns zeigen. Anybody? Just the stage manager here. Nobody tells me anything. So, und jetzt bitte noch ein bisschen Gameplay hinterher, das wäre nicht schlecht. Strap in, folks. This game's for all. Echt, das war's? Und hinterher noch meine Best Buy-Werbung. Ja, herzlichen Glückwunsch. The fans are rushing the field. And the new heavyweight champion of the world. Okay, well, we got to get this show on the road. We still have lots of games to show. Ich wollte Informationen und Gameplay zu Bugsnacks. Secret world exclusives. Secrets? Wait, you can't keep secrets from the stage manager, people? What's the difference?
Stand by for game. Ja, Mario und Luigi hätten da irgendwie auch reingepasst. So, irgendwas Geheimes kommt jetzt. Na, was haben sie denn jetzt wieder gedreht? Who is it? Oh, hello. No, don't be scared. What is Day of the Devs? Come inside the box and you'll find out. Yes, this way. Ah. Yeah, no, down here. Great. Welcome to my home. Would you care for a Zima? Der ist creepy. Oh, what is Day of the Devs? I'm glad you asked. Day of the Devs is a showcase. Okay, in Farbe ist er dann doch nicht mehr ganz so creepy, aber das war gerade irgendwie, ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein kleines Kind, was gerade entführt wird. Some of the great developers who are putting them together. We have been doing this show with our friends at I'm 8-Bit for about 8 years here in San Francisco. It's free and people can come and check out games and meet developers. But unfortunately, we're all locked in our homes or our little cardboard boxes this year. And so we're doing some digital shows. We did one in June and it was so successful. So many submissions. They're so great. We couldn't fit them all into one show. So we're doing a special July show to share more with you. So, without further... Ich glaube, der hat irgendwas am Lockdown falsch verstanden. Da ging es nicht um irgendwelche Kartons. First up is Ghost Runner from One More Level in Poland. There's a ton of amazing games coming out of Poland right now. And enjoy. First up is Ghost Runner from One More Level in Poland. There's a ton of amazing games coming out of Poland. Ich habe mal eben auf HD zurückgeschaltet. It's a first-person platformer with frequent deaths, a lot of trying to find your perfect run and perfect path through it, and it's gorgeous. Enjoy. Hello everyone, my name is Radek Ratusznik. We are One More Level, a team of 30 people who are working really hard to deliver you some fresh, hardcore, first-person action experience set in the post-apocalyptic cyberpunk world, Ghost Runner. Klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht vom Setting her. The action takes place inside a gigantic megastructure called Dharma Tower, which is the place where the last remnants of humanity shelter after the cataclysm called the Burst, that destroyed most of the life on Earth. The player takes control over Ghost Runner. Was ist denn das für ein Sterbesound? Who suddenly wakes up many years after a coup. His goal Keine Ahnung, wer das aufgenommen hat. and deal with the current ruler, the Keymaster. Prisoner released. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, den freizulassen. Na, hängst ein bisschen fest, ha? Klebrige Oberfläche, aber. Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Das war ein bisschen strange, ja. Time to fix you up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me Architect. Ghost Runner also visits Cybervoid, the visual representation of Dharma Tower's internal network. Okay. Moving through Cybervoid represents the process of hacking, gaining access, or otherwise interacting with advanced computer systems. One more thing. You can use Tempest to deflect projectiles. Give it a try. Like that. Okay. Naja, sieht jetzt nicht so uninteressant aus, ne? Ghost Runner is focused on melee combat and enhanced movement abilities of our hero. You should treat deaths in Ghost Runner as a part of core gameplay. It's the element of learning new types of enemies, new arenas, and your character abilities. Na gut, da müssen sie aber aufpassen, dass es nicht zu frustrierend wird von der Lernkurve her. Das ist ein Balanceakt. Hello? Jack, can you hear me? Why Jack? Right. You wouldn't know. It's the code name we used for you during the repairs.
Diego said you were all jacked up when he found you, and it stuck. Do you mind if I call you that? No. Ghost Runner is based on one-hit, one-kill mechanic. Okay, also ist die Kunst als am ehesten sich einfach nicht treffen zu lassen dann an der Stelle, aber das wird vermutlich nicht so einfach. Wie gesagt, es wird ein Balanceakt in der Entwicklung, dass das Ganze nicht zu frustrierend wird in der Lernkurve. Ich sehe sowas immer ein bisschen kritisch, um ehrlich zu sein. It's not always an easy task. Some enemies require a special approach from the player. Oh, this is troublesome. How do I disable it? First, you should get on top. You could probably cut it down. Amida Station security protocols compromised. Dharma Tower is completely sealed off from the outside world and self-sufficient, capable of housing over 1 million tenants when running at full efficiency. So this is the city. Wow. You've never been here? No, I told you. The Keymaster only allows those loyal to her, and only a chosen few. Mara strictly controls the flow of resources between the city and the base. Food, water, people. Thank you guys for watching. Ghost Runner is coming later this year to PC, PS4 and Xbox One. Please follow us on all kind of social media and it would be great if you could add us. Ja, das ist dann wirklich eine extreme Balancing-Frage, ob sie das hingekriegt haben oder nicht. Passed on from generation to generation. What I grew up with is different from what you grew up with. Our next game is from Leap Game Studios. They're out of Peru, and they're sharing with us all the mythological creatures and monsters that they grew up with in the form of an Amazonian badass beat-up that is so well animated it hurts. My name is Jorge Garcia. I'm from Leap Game Studios, based in Peru, and I'm the game director for Tunche. Tunche, okay. Mal wieder Comic-Style. Hat die Tentakelhaare oder was? Wird das ein Hentai? Nee, nicht meins. It's a 2D beat-em-up game in the best traditions of old school classics like Streets of Rage and Final Fight. Und irgendwie hat jeder Trailer und eine Präsentation eine andere Basislautstärke. Das haben sie irgendwie auch nicht so toll hingekriegt. But it is also inspired by faster and more modern hack-and-slash games like Devil May Cry. All of this within a world based on Amazonian folklore and can be played alone or in co-op. Naja, also ich weiß nicht so richtig, habe ich da jetzt noch keiner. And flashing magic attacks. Each of our 5 characters have their own combat style. Nicht mein Genre, überhaupt nicht. You might find a familiar face, Hat Kid from A Hat in Time, who is a guest character on our game. Since Tunche is procedurally generated, we don't expect players to beat all of its levels and bosses in one go. Okay, prozedural generiert, also die Levels entstehen quasi zufällig. Frame by frame. All of the game's bosses are based on real tales of stories villagers tell their children if they behave poorly or if they want to scare them a little bit. Naja, ich weiß nicht, vielleicht für Fans des Genres, aber insgesamt, ist der Trailer jetzt plötzlich laut, Alter. Thank you for
for taking the time to check out our game. Don't forget to try out Tunche Arena, which is a demo available right now. And if you enjoy it, don't forget to add Tunche to your Steam wishlist. Alter, war das jetzt heftig. Boah! Girls Make Games is a group based here in the Bay Area that runs summer camps for young aspiring game developers to jam together and hone their game development skills. We've showcased their talents at our main shows many times over the years, and so it felt like a natural fit to include them in today's lineup. You'll see them scattered throughout our show today. Let's check out what the next generation of game developers has been up to. Dann hau mal raus. My name is Layla Shabir. I'm the founder and CEO of Girls Make Games. We're super honored to be presenting here at Day of the Devs thanks to Double Fine and Tim Schafer. Girls Make Games runs summer camps and workshops where we teach girls ages 8 through 18 how to design and program their own video games. Our campers learn everything that goes into making a fully functional prototype. The best part about camp really is the community. So many of our campers will be like, I had no idea there were so many girls like me out there. I love going to camp because I don't feel as crazy having played Undertale like 15 times. I'm not kidding, that's a real story. So the top 5 games are presented to a panel of judges, and the winner gets a grand prize, which is basically getting your game kickstarted, professionally developed, and then published. Today I want to talk to you about 2 games that were grand prize winners in the past. Also, ich finde es ja gut, dass es solche Projekte machen, aber warum werden jetzt die Mädels quasi abgeschottet und in so einer Bubble, die lassen die jetzt in so einer Bubble entwickeln? Und ich finde, man sollte das Ganze eher in die Richtung bringen, dass die dann auch problemlos in großen Unternehmen einen Entwicklerjob kriegen können. Ja, also einfach in einem diversen Umfeld und nicht in dieser Bubble drinne, wie mir das jetzt hier erscheint. Ich meine, es ist ein gutes Projekt, versteht mich nicht falsch. Ja, aber ich finde trotzdem, was die Erfahrung selber angeht, fehlen da halt ein paar Aspekte letztendlich. Was am Ende dann natürlich im Berufsleben trotzdem schwierig sein kann. Team and Venue did such an incredible job. They're a group of teen girls, Avalon, Audrey, Maeve, and Katie. But the game is coming out this year and they're insanely excited. The game went on to raise over $30,000 on Kickstarter, which is kind of incredible. It's one of our highest grossing Kickstarters. Ich meine, es sieht ja auch ganz süß aus, ne, so von der Vorschau her. Also würde ich mir auch für zwischendurch auf jeden Fall mal antun. Our next thing isn't exactly a new game, but it's related to a really fucking popular one. I'm John, I'm the co-owner of I Am 8-Bit, and for the last 8 years, we've been producing Day of the Devs with our friends at Double Fine. Was war das gerade für ein Laut? For making premium collectibles for your favorite indies. That includes physical games, vinyl records, other rad stuff. We care deeply about quality. However, we don't like waste. So for the last year, we've been quietly developing eco-friendly packaging for all of our premier products. This is what we're calling the Lovely Edition of the Untitled Goose Game for PlayStation 4. It's made of 100% post-consumer waste material. All of the components inside this and the Switch version are 100% recyclable and made from sustainable sources. The sticker included is made from a sugar-based material. We're also applying the same principles to vinyl records. This right here looks like a bowl of Fruity Pebbles, but it's actually ground up pieces of used reclaimed vinyl. It'll be remelted into brand new vinyl records that'll play perfectly on your turntable. Every copy of Untitled Goose Game will be made from this grind, and all the jackets and even the shrink wrap will be eco-friendly, 100% recyclable. Think about this like the alpha version of our eco-friendly packaging. We really wanted to start the conversation now because it takes a while to enact change. A year from now, 2 years from now, we can look upon this as the very beginnings, the first step of something that was important. Das ist ja schön, dass Sie daran denken. Ich meine, man kann das ja auch gern zu einem Standard machen, dass man recycelbare Verpackungen für Retail-Games und so weiter hat. Aber muss man das bei so einem Showcase jetzt so groß anpreisen? Ich finde, man sollte das einfach einstimmig zu einem Standard erklären und machen. Einfach machen. At Skybound Games to expand our distribution reach exponentially.
This means more indie games that are artful and beautiful and inspiring in more hands, more people discovering important games like this. We are so pumped, we made a trailer to celebrate. Ihr habt einen Trailer für recycelbare Game-Verpackungen gemacht. Nee, für ein Game, oder? Nee, doch für recycelbare Game-Verpackungen. Weil das Goose Game gibt's ja schon lange. Also, ich finde, sowas sollte man einfach machen und nicht irgendwie groß anpreisen. Einfach nur machen. Definitiv. Ist ja eine gute Idee, kein Thema. Aber bei so einem Dev-Showcase, ob man das dann jetzt so anpreisen muss, weiß ich nicht. Die gesamte Industrie sollte es einfach machen. Remember airports? They were fun, weren't they? Running to catch your flight through a maze of endless identical corridors whilst emotionless voices bark orders at you from the sky. Our next game captures that emotion perfectly. It's called An Airport for Aliens, currently run by dogs. Hi, I'm Zoliver Nelson Jr. for the Micro Studios Strange Scaffold, and I'm making an airport for aliens currently run by dogs with an incredible team of people around the world. What the heck? Ein Airport, ein Flughafen für Hunde, derzeit, ne, ein Flughafen für Aliens, derzeit betrieben von Hunden. My brain back when they existed, so we're now making an absurd first-person open-world comedy adventure game about. Das ist absurd, ja, da hast du recht. Airports run by stock photo dogs, where you can pet any dog at any time with an infinite number of hands. The airports you travel through, they are evolving as you travel. Their store locations, the dogs you can meet, the objectives you need to complete are constantly changing with you, making no two playthroughs play the same. Ich habe ja schon viele schwachsinnige Sachen gesehen, aber das ist wirklich mal heftig. Definitely a dog. Nee. Das ist kein Hund. Get real for a second? Living sucks right now. Like, the concept of existing is really rough, no pun intended. So I'm deeply thankful to be making a game set in a universe that is unapologetically joyful and kind. Okay, ich glaube, denen hat der Lockdown wirklich geschadet. Sorry, wer es gut findet von mir aus, aber ey, meine persönliche Meinung, das ist gerade total albern. If you miss your flight, just go back and ask a dog for another boarding pass. Like, dogs don't care about money. Unless you're bribe dog, the dog who cares about bribes, but we're going to talk about his crimes later. This is a world filled with... Was sind denn das für Geräusche, Alter? Das hat doch mit Hunden überhaupt nichts zu tun. Strange problems. Sorry. Tut mir leid, aber I'm glad you're here, and I can't wait to introduce y'all to this universe that has made me love making games again when it comes to PC and consoles this holiday. Thank you so much for watching.
Ich finde es ja cool, dass du deinen Traum da verwirklichen konntest, aber ich glaube, das wird nichts. Now living in San Diego. And this game has a really unique combat system, all about tells and dodging. It's really easy to pick up and play, but difficult to master and always kind of evolving. I think the most exciting thing to me is that it reminds me a lot of Another World, one of my favorite games, that every scene is totally handcrafted and different from the last, so you never know what to expect. Hey guys, I'm Sarah. Hey guys, Steven here. Together we're Two Ton Studios, and Hi. today we're going to show you a bit of our game Unto the End. Dann zeig mal. Unto the End is a combat adventure game in the style of a cinematic platformer. It's all about a father that's trying to fight his way back home to his family. Yeah, fight is the key word. Lots and lots of fighting. Na, irgendwie Artstyle nicht so meins und auch vom Gameplay her mag ich das jetzt nicht unbedingt so. Aber ich glaube, für Fans des Genres könnte das interessant sein, ja. Every piece of architecture is got lore behind it. It's there for a reason. Okay, auf jeden Fall kannst du auch Ressourcen sammeln, also dürfte es eventuell auch ein Crafting-System geben. Mal sehen, ob sie dazu was sagen. Scheint mir vom Pacing her relativ langsam zu sein. Just working on the combat system. We designed it specifically for 2D, but we still wanted it to feel really heavy and deliberate. This is not a button masher. You have to read and react in the moment. Every action really matters. Right. We want to capture that feeling of being in a sword fight, the sweaty palms, Yeah, the intensity of the it. needing to stay calm in the moment and make the most of every opportunity. And in some cases, fighting isn't your only option or even your best option. Okay, alternative Wege an Hindernissen vorbeizukommen quasi und Gegnern. You can leave some creatures alone. Those decisions really shape the story and adventure. Die Frage ist, hat es Auswirkungen auf den Spielverlauf? Das wäre interessant. Right, and everyone's will be slightly different. Exactly. Das sieht mir aber insgesamt nicht sehr flüssig aus. Nicht im Sinne von Framerate, nicht im Sinne von Bildern in der Sekunde, sondern vom Ablauf der Animation. Es wird eine Animation durchlaufen und dann ist das, als ob eine Pause passiert, wie so ein Freeze, und dann kommt die nächste Animation. Und da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen irgendwie, das reißt ein bisschen raus, auch schon von dem, was man jetzt hier so sieht. Absolutely. Thanks so much, guys. Our second game from Girls Make Games is a rather familiar setting for most of us. It takes place in school, and there might be some bullies involved. The second game that I want to talk to you about is Shredded Secrets. The hallways are always full of bullies. I feel like everyone is out to get me. Series game. It takes a really cool anti-bullying stance, and the girls kind of came up with the concept loosely based on experiences they'd had in middle school themselves. I remember Grandma always took me for ice cream when I came home crying. She always knew how to cheer me up. You play as 4 different characters, so you kind of get to live the lives of 4 individuals at a middle school, 3 of whom are students and 1 teacher. Wesley and I used to go to the arcade together. It was the last time I felt comfortable in my own skin. I miss those days. Ist natürlich ein wichtiges Thema, natürlich. Just a problem to be solved. Da kommt es jetzt ganz stark drauf an, wie man das angeht. Also da gibt es ja reichlich gute und schlechte Beispiele, wie es funktionieren kann. Ich bin mal eben ganz kurz raus, ich bin sofort wieder da.
One of the best parts about this game is that it helps you build empathy. And I think this is literally what we talk about when we say girls' perspective is so unique, because young girls are thinking about these things and they want to make games that inspire people to be better. They want to make games that help you see what it might be like to be in someone else's shoes. And to be doing that while you're in middle school is kind of impressive. Shredded Secrets was created by Team Sarcastic Shark Clouds, and the incredible team members are Crystal, Gracie, Isadora, and Kira. Check out their game and give them a thumbs up on Steam when you see it. Our games are out on itch.io and Steam. Our mission here is to empower girls to believe that they can do anything that they want to do, and to be able to showcase these games at something like Day of the Devs is just a huge honor. So thank you all so much for watching, and we'll see you at game launches. Thank you. For this July showcase, we are excited to debut a few games from a brand new indie publisher called MWM Interactive. This next one is from a developer called Hidden Fields, and it is meticulously hand-drawn by a single human being. Literally, like, everything in this game is made by one guy. Every environment, every character, every model. It's crazy. Okay, komplett alles handgezeichnet bei einer einzigen Person. Na gut, mal gucken, was da rauskommt. My name is Michel. I'm the founder of one-person studio Hidden Fields, located here in Lucerne, Switzerland. I've been working on this game for 6 years now. Oh, das ist lange, aber klar, als Einzelperson. Now with this exclusive video, I can finally introduce you to the world I've created. It's full of mystery, horror, strange encounters, and places to explore. Welcome to Mundown. Okay. Das ist handgezeichnet? Das sieht vom Style her auf jeden Fall erstmal ganz cool aus. Aber worum geht's? Hi, I'm Johnny Delonic, and I'm the developer of Grieffilm. Our hearts crave conflict. They long for war. They wish to be freed, released from the curse of peaceful rest. Grieffilm is a tense dueling game about proving your worth through combat. Irgendwie sehr, sehr viele 2D Side-Scrolling Battle Adventures. Nature of party games like Nidhogg, but also the deep combat system of games like Mountain Blade, Mordhau, and For Honor. So I wanted combat to be easy to pick up, yet hard to master. You can attack high, mid, or low, and also block high, mid, or low. You also have abilities to shove, counterattack, to morph feint, basically making it a dance to the death. Block your opponent and find the right opportunity to strike him down. Ja, aber nee. You can play Grieffilm in couch co-op or online with up to 4 players. Set up teams or go free-for-all in several different modes. Grieffilm also has a dynamic, repeatable campaign that you can play in single player or with a friend in couch co-op. Tja, da habe ich doch gerade das Mikro vergessen wieder anzustecken. Ich hoffe, man konnte es trotzdem hören.
and new abilities, equipment, and enemies shift and change from run to run. Also ich muss sagen, bisher ist in dem Showcase relativ wenig Abwechslung. Das ist jetzt das wievielte Side-Scrolling 2D Battle Adventure, was wir jetzt gesehen haben. Each run is a new journey, and you uncover the mysteries of this battle-scarred land. After over 2 years of development, I can finally announce that the game will be coming out on Steam on the 20th of August. Join our community on Discord at discord.gg/grieffilm and don't forget to wishlist on Steam. Gut, also wenn ihr Bock drauf habt, 20. August, wisst ihr Bescheid. This wonderful, strange, colorful, charming, whimsical game. This next game is from the developers of Hohokum, Hollow Ponds and Richard Hogg, and publishers Annapurna Interactive. It's equally as colorful and strange and weird and amazing and curious. It is called I Am Dead. Na, hoffentlich nicht. This is Shelmerston. Das ist sehr bunt für ein Spiel, das heißt, ich bin tot. North Atlantic with a long, strange history. Oh, I'm Maurice Lupton. I've lived here all my life. I've been curating the stories of this unique place for years, and here it is, my museum. But lately, well, it seems like I can do new things. Aha, was denn genau? Big deal, but I should mention at this point, I am dead. Also spielt man da einen Geist oder was? Together we worked on the games Hohokum and Wilmot's Warehouse, and we want to tell you about our next game. It's called I Am Dead and will be published by Annapurna Interactive. I Am Dead is a puzzle adventure game. You play as Morris, the curator of a small local museum who just happens to be dead. Since dying, you see the world a bit differently, as you're able to peer inside objects. It's a bit like having supernatural X-ray vision. You can even see memories inside people's heads. Together with your dog Sparky, Übernatürliche Röntgenblicke. Da würde mir aber was anderes einfallen, als in irgendeine Urne zu gucken. Which has been dormant, but now it's beginning to wake up, and it's up to Morris and Sparky to save the place they called home. So what does the player actually do in this game? Well, at its heart, I Am Dead's a unique kind of hidden object game where you use your ghostly ability to see inside things. As you examine things, you get to see them in a kind of dynamic cross-section, and the player has full control over this, and it feels very fluid and intuitive. It's a new way of looking at objects. A lot of these things are just kind of beautiful and mesmerizing when you see them like this. Look inside this sculpture, it's like an abstract sculpture, but the insides are so cool. And you can drill down inside things. There are things inside things to find. But yeah, most importantly, there are specific things that the player is supposed to be looking for, like this horse grooming glove. A horse grooming glove? Yeah, it belonged to your old friend Val when she was alive. Das sieht jetzt wenig interessant aus, um ehrlich zu sein. Perfectly normal behavior for a fox. What's your favourite thing to look at in this game? Probably this toaster. Yeah, I like that one too. Ja, der Toaster ist das Interessanteste, wo man jetzt reingucken könnte. Na klar doch. Well, it's to do with the other ghosts. You're dead, and so are they, and in order to talk to them, you need to find a bunch of objects that meant something to them when they were alive. We call these things mementos. And the reason you have to talk to these other dead folks is that between you all, you might be able to stop the volcano erupting and destroying the island. We need to talk about the different kinds of people you meet in this game. There are some interesting characters. Yeah, obviously there are local islanders, and then there are these fish folk who are a race of aquatic people who live in the sea around the island, a different kind of local. They've only recently been coming ashore and wearing clothes and stuff like that, adopting human ways. And then people have been visiting the island from elsewhere for various reasons.
The lighthouse is now a thriving yoga retreat, and there's a sculpture park that attracts some of the biggest names in contemporary art. Why is this guy an apple? Oh, that's Vernon Russet. He's a famous sculptor, and also a Brayburn. I like these bird characters. Yeah, they're all tourists from the island of Tir Paquito. They literally flock here in large numbers every summer, especially since the new ferry's been coming to the island. Well, they take the ferry. Can't they just fly? Not with all that camera equipment, no. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Um ehrlich zu sein, das fällt mir fast nichts zu ein. Ghosts, but we don't think of them as ghosts, really. They aren't spooky at all. It's really a game about normal people who just happen to be dead. The stories of their lives told through the memories of people who knew them and the objects that they left behind. You have to find these hidden objects that meant something to them. And in order to know what you're looking for, you delve inside the memories of people who knew them when they were alive and discover stories that they remember about that person. Sehr stranges Konzept. And also gives you a clue as to which object you are looking for. You also get to talk to the ghosts once you have found them, and of course you're always talking to your faithful dog Sparky. She's very cool. It's Sparky? Morris, you worked it out. You can talk? Well, I could always talk. You just couldn't understand me. She's kind of your spirit guide. Ja, okay. What's going on in the afterlife than you do, to be honest. Okay, thanks for watching our little film about I Am Dead. Puh, ich weiß nicht. Thanks for watching. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. It's important to keep an open mind while checking out this next game. It's a surreal puzzle adventure set inside the perilous human psyche, where ethics and morals will reshape your worldview. It's also a folk musical. This is Figment Creed Valley. Hey everyone, I'm Hans from Bedtime, and I'd like to show you guys Figment Creed Valley, the encore to our previous game, Figment. Okay, kennt das jemand? Creed Valley. The mind's worldview is maintained here, right? Looks pretty Ich much. bin jetzt nicht der große Puzzle-Game-Fan, deswegen The moral compass has been shattered, making the mind unable to function properly. It's up to Dusty, the courage of the mind, to find the culprit and restore peace. Creed Valley is where the mind's ideals and morals are formed. Principal squares for opinions only. None shall pass. The opinions don't act the same when open and closed-minded. Let's find a mind converter. It's populated by opinions on all kinds of important subjects, like if the toilet seat should be left up or down. Okay. Ich meine, das sieht ja schon wieder ganz niedlich aus. Also das könnte man sich glatt mal angucken. Dann müsste ich mal gucken. Vielleicht schaue ich mir den Vorgänger, also den ersten Teil mal an. We can't pass the average as long as the mind is open. You can switch between open and closed-minded, which shifts everything around you. The plants, the trees, the houses, and even how the opinions interact with you shifts. Everyone should be able to move everywhere freely. Please pass the bridge. Yay! Open-minded all the way. Open-minded is a welcoming state, where the mind is set in to take new perspectives. Oh no! What's this? The opinion on justice has been knocked out cold. Close-minded is where the mind gets things done. It might seem a bit more hostile, though. The sun's not yellow, it's chicken. Okay. I tried to apply numbers like words that shape poems, like notes that shape music. But the mind actually needs both to properly work. Oh yeah, and by the way, the game's a musical. Wickedness is what shadows hide. Don't underestimate the power of the dark side. Dodge and weave in theatrical showdowns. Black death awaits Sind das jetzt Endbosse im Rhythm-Game-Style oder? That's all what we have for Figment Creed Valley right now. Okay. Ja, es sind ja ein paar lustige Ideen drin, ne?
We've been friends with the gang at Us2 Games since they released their breakout hit Monument Valley. Their games are always curiosity-inspiring, tons of exploration and innovation, and always oozing with beautiful art. What's crazy is they've never released a multi-platform console game until now. We have the debut trailer, and this is one you're going to want to freeze frame. It goes by fast, lots of clues hidden throughout. Okay, das ist ein Livestream, da werde ich nichts freeze-framen. Hello. Hi. I'm Fernandez Huerta from Us2 Games, the people behind the Monument Valley games, and more recently assembled with care. Over the last couple of years, we've been secretly working on our biggest game yet. But the project started really small, with a tiny team of just two, myself and my colleague Kirsty Kitts, who is an amazing programmer and designer. We were able to start something that was very special to us, very personal. Something that captures the magic of the Mediterranean summers of our childhood, and also our love for nature. And now with a team full of incredibly talented people, the game has grown beyond our wildest dreams. I have a little tease here for you, and I really hope you like it. Na dann lass mal schauen. Also Monument Valley sagt mir auf jeden Fall was, ne? Next up is Void Train from New York. Das war kein Trailer, das war maximal ein ganz kurzer Teaser. Piloting a train through an Weißt ja gar nicht, worum es geht. and finding materials to craft and upgrade your train, ultimately to explore these really surreal landscapes. Hey everybody, my name is Dima and I'm the publishing producer at Niarga Studios. We're a studio of 12 people scattered all across the world, and we're making Void Train. Okay. Kann ich da die Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft bauen? Also diese Eisenbahnzeitmaschine. Was ist das denn? Void Train is an action-packed survival game where you manage your own interdimensional train while traveling through the void across the world. You ride your train through the void and enter portals that lead from one world to the next. Each world is a little different. Warum brauche ich Bewaffnung, um meinen Zug aufzurüsten? Some have tough enemies. You fight off evil Nazi soldiers that are trying to chase you to take your loot away from you. Okay, man kämpft also um das Material letztendlich. Fly around your train on a safety rope, collecting materials around it while the train is still moving. There are many dangers that can sneak up. Sky mines, void beasts. Materials are needed to craft workbenches. Also, es ist eine sehr strange Idee, aber wenn da eine Story dahinter steht, die dich motiviert, könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Simple trolley into a large and beautiful diesel or Tesla locomotive. Tesla Locomotive, also elektrisch oder was? We want
wanted to make a game that is unique in its setting and feels crazy fun to play, and we hope to achieve that vision with Void Train. To learn more about the game, visit our Steam page, check out the game's features, and don't forget to wishlist it if you like what you see. Thank you. Bye bye. Na, mal schauen. From Huey Games, based out of Manchester. This is a super cute, super charming game set in a world of gears where you play as this really adorable gear man. Enjoy. Hello, I'm Rob from Huey Games, and we are delighted to share this world-exclusive debut of Mechanus with you today. Okay. Also spielst einen Haufen Zahnräder oder was? In Mechanus, you embark on a clockwork adventure set in a mechanical ecosystem as Cognito, a curious creature whose duty to maintain the life cycle of this captivating world leads him on a journey to the heart of the machine in order to save it. Okay, das ist ja schon irgendwie cute, oder? In this metallic jungle, where life is mechanical rather than biological in nature, evolution has given rise to a beautifully orchestrated set of behaviours, which underpin the tactile clockwork puzzles and dynamic platforming of the game. Okay. The distinct character Puzzle-Plattformer. gives the opportunity for expressive emotional responses to the events unfolding around him, which can also act as prompts for the player, building a strong connection between player and avatar, which enriches the sense of immersion in this fantastical world. Sieht aber irgendwie ziemlich niedlich aus. Also doch, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Unlock compelling characters and incredible new abilities, while turning the gears of a beautifully crafted narrative which revolves around interconnection and symbiosis between life forms, the environment, and the flow of resources which feed them. Okay, das ist, glaube ich, mal was Niedliches für zwischendurch. Also das kann man sich, glaube ich, mal zulegen. We can't wait to share more details about the world of Mechanus with you. So join us on the journey on the Huey Games Discord to interact with the developers and keep up to date with all the latest news. Thank you for watching and stay safe. It's really wild to see how VR has evolved over the last couple years. People are really embracing the technology, trying new and different things. Publisher MWM Interactive and developer Innerspace VR had this game called Mask Maker, and the concept is really rad. Just take a look. Ich weiß nicht, der Moderator hat immer so wenig zu sagen zu den Games. Director of Innerspace VR. I'm proud to share with you the very first glimpse of our new project, Mask Maker. We've been working on very hard since the last few months. I hope you will be curious to see more and get as excited about the game as we are. Now I let Prospero, the Mask Maker, speak. VR-Game, okay. Müsste ich mir auch endlich mal zulegen, so ein VR-System, aber kam ich bisher noch nicht dazu so richtig. Den Artstyle finde ich auf jeden Fall schon mal cool. I see you, apprentice. Now it is time to show you how I see the world. Dann zeig mal.
Ja, du siehst die Welt durch eine Maske und weiter. Die Trailer und Teaser heute sind so nichtssagend, ey. Sometimes, especially recently, it feels like we're living in a nightmare. Luckily, we can seek solace in our dreams as we sleep at night. Sadly, not so for the hero of this next game, who must face her fears and do battle with negative emotions while she slumbers or die trying. This is Dreamscaper. Hey everyone, my name is Ian from Afterburner Studios, and along with my 2 partners, we make Dreamscaper. Okay, eine 3-Mann-Produktion, wie es klingt. Dreamscaper is an action RPG roguelike. You'll play as Cassidy, a woman whose sleep is restless and fitful as she comes to terms with her past. Und niemand hat Gesichter. Hat das einen Grund? During the day, you'll travel across the city of Redhaven. You'll meet new friends and foster relationships with them. Okay, das scheint Standard zu sein. Niemand hat da ein Gesicht. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Passt nicht so richtig. Die Welt an sich sieht vom Style her ziemlich cool aus. Aber die Figuren völlig ohne Gesicht ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Das passt irgendwie meiner Meinung nach jetzt nicht so gut zusammen. Es sei denn, es gibt einen guten Grund dafür. Also innerhalb der Story. You'll have an expansive combat system to help guide Cassidy through her dreams. As she faces off against nightmarish manifestations of her most negative emotions. Also es klingt von der Grundidee her nach einer Menge Storypotenzial, was mir ganz gut gefällt, aber der Style. When Dreamscaper launches into early access next month on Steam. Würde mich interessieren, ob es da jetzt wirklich eine gute Begründung dafür gibt, dass die alle keine Gesichter haben, dass sich das irgendwie auflöst in der Geschichte. This next one is from a rather popular indie game franchise called Blasphemous. This is the continuation of the saga. Von was? Hola, soy Michael Ortega y junto a mí está Enrique Colinet y somos los diseñadores de Blasphemous. Hola. Venimos en representación de The Game Kitchen para enseñaros algunas de las novedades que encontraréis en nuestro primer DLC gratuito, Blasphemous: The State of Dawn. Spanier? Nee, nicht meins. Entschuldigung. Hemos estado muy atentos a la respuesta de la comunidad y hemos escuchado vuestras peticiones. Que no eran pocas. Que no eran pocas. Por eso hemos preparado un gran número de razones para que volváis a visitar Custodia. La primera de las grandes novedades que incluye este DLC es el esperado New Game Plus, modo al que hemos llamado Verdadero Calvario. Este modo estará disponible para quienes hayan completado la aventura principal y permitirá jugar de nuevo, conservando habilidades y objetos, pero aumentando la dificultad. Y viene con algunas sorpresas, ya que nuestro personaje principal se llama Penitente, hemos incluido el nuevo sistema de penitencias. Al comenzar una partida... Wir hätten mal die Anzahl der Sidescroller zählen sollen. Ich glaube, das ist jetzt das gefühlt 50. ...y obligándote a afrontar Blasphemous con nuevas estrategias.
También hemos incluido una questline completa que solo estará disponible en el modo verdadero calvario. Y sí, eso incluye nuevos combates contra jefes, junto con nuevos objetos y recompensas únicas. Aber schön, dass oben links die FPS einblenden. Da hat jemand den FPS-Counter bei Steam laufen lassen. El nuevo contenido tiene que ver con el modo verdadero calvario. Muchos de los cambios y mejoras estarán disponibles desde el comienzo de la aventura. Por ejemplo, hemos rediseñado por completo la pantalla de mapa, la cual ahora te permitirá colocar marcadores personalizados y hacer zoom, entre otras mejoras de usabilidad. Warum wächst dem Gesicht aus der Brust? También hemos incluido un nuevo NPC que potenciará los matraces biliares de penitente. Además, el mapa de custodia incluye ahora nuevas áreas y muchas mejoras visuales. Pero somos conscientes de que moverse por custodia a pie no siempre es tarea sencilla, así que decidimos añadir nuevos puntos de teletransporte e incluso nuevas maneras de desplazarte por el mundo rápidamente. Y además, hemos revisado y mejorado muchos aspectos básicos del juego, como las habilidades de penitente, los rezos y los enemigos. Y por supuesto, ahora podrás ejecutar... Und da sind wir wieder. Moment, ich brauche nur noch fix wieder die Webcam. Gut. Und vor allem... Da passt's wieder. Sehr gut. So. Sollte jetzt wieder laufen eigentlich. Was ist das jetzt? Mist, jetzt haben wir einen Teil verpasst. Na, das, kompletter Systemzusammenbruch gewesen hier. Scheiße. Was war das jetzt? Können wir das mal kurz rewatchen hier? Ach, war's das oder was? Sind wir durch? Nintendo, Epic Game Store, Steam. We are so grateful. You've always been there for us. También mal irgendwo hier waren wir. Completa que solo estará disponible en el modo verdadero calvario. Y sí, eso incluye nuevos combates contra jefes. No siempre está. Thanks for watching the Day of the Devs Summer Games Fest. Das war's tatsächlich, das war das letzte Game. Ah, scheiße. Kurz vor Ende habe ich noch einen kompletten Systemzusammenbruch. So ein Mist. Ah. Nintendo, Epic Game Store, Steam. Oh Mann, sorry Leute. Super extra special thanks to Bion, Creative Director over at Q Games and also Composer for... Ja, also die Mucke jetzt zum Schluss, die muss ich natürlich nicht haben, ne? Subscribe to our email list at dayofthedevs.com. Check in on social. We will be announcing dates in the coming months, and we're going to be looking for submissions. So ja, send us your awesome indies. Dann bleibt mir eigentlich nur mich zu verabschieden.
All right, well, the show is over, people. Take us out with a musical performance. So here they are, all the way from Japan. I sure hope someone checked. Tja. Gut, dann kann ich den Stream ja doch wieder beenden. Ach, so ein Mist. Sorry, das ging mal wirklich in die Hose jetzt. Naja, gut, okay. Wir haben es ja so ziemlich trotzdem bis zum Ende geschafft. Und ja, der nächste große Termin ist natürlich am Donnerstag, dem 23. der Xbox Showcase. Da bin ich natürlich sehr gespannt, was Microsoft uns da zeigt und ob sie mit Sony auf Augenhöhe sein können. Das wird auf jeden Fall sehr interessant und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zu diesem Stream dann wieder. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen an der Stelle. War jetzt meiner Meinung nach nicht so der Hit. Leider. Mein Highlight des Abends war tatsächlich von Nintendo der Trailer mit der Ankündigung für SMT 5, also Shin Megami Tensei 5. Für nächstes Jahr, wir wissen aber noch nicht genau wann. Da werden wir mal schauen, wie das sich ausgeht. Aber gut. Als nächstes Xbox. Das werde ich natürlich wieder hier begleiten und mal schauen, wer mir da hier Gesellschaft leisten wird. Ich bin gespannt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall bis dahin alles Gute. Habt eine schöne Zeit. Bleibt mir auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin an der Stelle jetzt erstmal raus hier. Bis dahin. Haut rein.